Yani dış hacine. Allahu, 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 Allah
Allahu, Allahu, Allahu. Only one Sultan. Medet ya Sultan al-Awliya, medet ya Sultan al-Anbiya, medet ya Rical Allah, ya Nukaba, ya Nucaba, ya Rukaba, ya Budala, ya Avtat, medet ya Şah-ı Merdan. Tarikatına es-sohbet, hayrun fi cemiya. Wir bitten die Heiligen und die Freunde Gottes, die spirituellen Kraftzentren um himmlische Unterstützung. We ask the saints and the friends of God for their support. Am Anfang war es sein Wort, am Ende ist es sein Wort. Möge alles als Wort kommt, sein Wort sein. In the beginning it was His word, in the end it will be His word. And may every word that comes in between be His words. Kein Heiliger, kein Prophet, kein Gesandter Gottes hat von sich ausgesprochen. No saint, no prophet, no messenger of God ever talked about himself or from himself. Sie alle sagten, was der Herr, ihr Schöpfer, ihnen sagte, was sie zu sagen haben. They're all told what the Lord, the Creator, told them to tell. Und im Paradies wird nur ein Wort fallen und die Leute werden miteinander nur das eine sagen. Illa khilan salaman salama. And in paradise, one word will fall, and they will say All the same. what He said. Was? Illa khilan salaman salama. Ja, Unmelek, Salam, Salama, alles was kommt von dir ist Frieden. Also Everything that comes from Sie werden sich begrüßen. Grüßen mit Frieden und so. Friede und Segen Gottes mit dir. Das wird das einzige Wort sein. They will say and greet each other with peace and blessing, maybe from God, and that's all they're going to say to each other. Geh zum arabischen Konsulat und melde dich da ab. Und wenn ihr nicht von Gott spricht, so schweigt. And if you don't talk about God, just be quiet. Alles Streit, alles Unruhe kommt daher, dass man von sich aus spricht und nicht von Gott. All arguments and all unquiet, all unrest that we have in this world is because we are not talking about God, but only talking about ourselves. Deshalb wer von der Wahrheit sprechen möchte, wer wahrhaftig die Wahrheit sprechen möchte, der muss von Allah, dem Herrn, sprechen und nicht von sich aus. And if you want to talk about the truth, and if you want to talk truthfully, then there's only one
thing that you have to do, that you have to talk about the Lord. Wer von seinem Ego ausspricht, er lügt. Anybody who's talking from their ego is a liar. Wer von seinem Ego herausspricht, er betrügt. And those talking out of their ego, they are just betraying everybody. Deshalb, wer im Namen des Herrn und im Auftrag des Herrn spricht, der muss diese um diese Genehmigung bitten, um Erlaubnis bitten, o Herr und o Gesandten des Herrn, ihr Heiligen, möget ihr mich unterstützen und alles Wort in mein Herz fallen lassen, so dass es nicht von mir das Wort ist. So everybody who was sent and got permission to talk to anybody, to talk about the Lord, have to ask for permission from the Lord, from the saints, from the messengers of God, to let fall down the words into his heart to come out. O ihr Menschen, wie weit könnt ihr sehen, so dass ihr über etwas sprecht? Oh, you people, how far can you see for you to tell anything? Wie weit könnt ihr hören, so dass ihr es wagt, über etwas zu sprechen? How far can you listen to that you can even dare to talk about what you heard? Und was wisst ihr schon, so dass ihr es wagt, zu sprechen? And what do you know that you can even dare to talk? Es ist wagemutig und dumm, dass man versucht, jemand etwas beizubringen, etwas zu erzählen oder erklären, wenn es nicht von Allah ist, das Wort. You may call that person brave or foolish-heartedly or stupid to talk to someone if it's not about the Lord. Deshalb, Propheten sind gekommen, Gesandten des Himmels sind gekommen, von Adam a.s. bis Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. هذا صلاة غالبا لحق يا سيدنا محمد هذه صلاة غالبا لحق يا سيدنا محمد هذه صلاة غالبا لحق يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. So every messenger, every prophet, starting from Adam alayhi salam to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sie alle sind gekommen und sie alle haben gesagt, oh Leute, ohne Zweifel, wir sind das Wort Gottes. And they all came and talked to the people and said, we came and we are the word of Allah. No doubt. No doubt. Without a doubt. Und wir würden es niemals wagen, aus unserem Ego heraus zu euch zu sprechen. And we would never dare to talk to you out of our ego. Wahrlich, wir sprechen von Gott und alles, was wir zu euch sagen, ist von Gott. And truly, we are talking from the Lord, from God, and we're talking about God. Wir sprechen das Wort Gottes, er spricht durch unsere Zunge. And truly, we are telling you the word of God, and He is talking to you through our tongues. Wir schauen mit Licht Gottes, er sieht durch unsere Augen.
And we see with the light of the Lord, and He sees through our eyes. Unser Wissen ist nicht unser Wissen, es ist sein Wissen. Our knowledge is not our knowledge, it is His knowledge. Unsere Weisheit ist nicht von uns, es ist die Weisheit Gottes. Our wisdom is not our wisdom, it's not from us, it is His wisdom. Wir sind wie Fischer. And we are like fishermen. Die nonstop ihr Angel werfen in das Ozean Gottes, endlose Ozeane Gottes und tagtäglich nonstop nicht hier ein Fisch nach dem anderen, eine Perle nach dem anderen rausholen für euch. And we are the fishermen that are non-stop throwing the line into the oceans of the Lord to bring out fish and pearls from that ocean to give to you. Es ist nicht unser Ozean, es ist sein Ozean. Wir sind nur die Fischer. And that is not our ocean, it is His ocean, and we are just His fishermen. Es ist nicht unsere Perle, es ist seine Perle, was wir da rausholen. Wir sind nur die Taucher. These are not our pearls, these are His pearls, and we are just the divers who bring them out. Und wenn wir euch etwas geben, dann ist es von sein Geben. And if we give you something, it is actually Him giving you. Wenn wir euch etwas berichten, dann berichten wir von etwas, was wir sehen. And if we tell you something, it's actually something that we see. Wir berichten euch von etwas, was wir hören. And we are telling and reporting you something about something that we actually observed and watched. Und unser Großscheich, Mevlana Sheikh Nazim, sagte eins, ich erzähle euch nichts, was ich nicht gesehen hätte oder sehen würde, live vor meinen Augen. And our grand Sheikh Maulana Sheikh Nazim once told, I never told you anything that I don't see right now live in front of me. Und Sayyidina Ali, Sahibul Meydan, Sahibul Burhan, Shah Merdan ya Ali, sagte, ich glaube und bete keinen Gott an, den ich nicht sehe. Das ist eine Stufe. And Sayyidina Ali said, I don't pray to a God that I don't see. Das ist eine hohe Stufe. And it is a very high level he's talking from. Und wir müssen schaffen, Erfolg ist in Hand Gottes. Wir müssen versuchen, diese Stufen zu schaffen. And we have to try it. It is literally trying because success is in the hand of God to get to that level as he did. Wenn wir etwas erzählen, dass wir von etwas erzählen, was wir live sehen. For us to tell you and report about something that we see live. Der Anfang ist aber, fängt so an, hören sagen. But the beginning Hören is sagen. kind of easy. It's just hearsay. Wenn du es geschafft hast, dass du das Ohr gehängt hast und was von ihm gehört hast, dann kannst du es sagen. Wenn du nicht von Gott gehört hast, dann lass es das sagen. And if you've gotten to the point that you've actually heard something from God or heard something about God, then you can tell that. But if you haven't heard anything, just don't say anything. Wenn du diese Stufe erreicht hast, sagt er, unser Brosche, dann bemühe dich um die zweite Stufe. Sehen sagen. And our Grand Sheikh says, once you've accomplished that level of hearsay,
then the next level, the second level is important, which is Sise. Wenn du diese Stufe jetzt erreicht hast, dann geh eine Stufe noch höher. Leben sagen. And once you've accomplished that level, the next level is waiting for you, which is live say. Wer diese Stufe erreicht hat, darf dann endlich das als das, was er sollte, leben lassen. And those who've accomplished that level now can finally do let live. Und er hat die Vollmacht. Kun fayakun. And then he's got the permission, the full permission to say kun fayakun, Sei und es ist. be and it will be. Die Menschen glauben an And most people say that they don't believe in them, those saints. Kein Mensch hat die Fähigkeit, Gott nahe zu sein. So no human got the talent or skill to be close to the Lord. Kein Mensch hat die Fähigkeit, von Gott direkt zu hören. And no human got the ability to hear directly from the Lord. Kein Mensch ist in der Lage, Gott zu sehen. And no human is capable to see God. Das Leben macht keinen Spaß. Well then just quit living, it's not fun anymore. Was hat das Leben für einen Sinn? What sense does it have, that life, then? Ohne Zweifel, ich war ein verborgener Schatz. Ich wollte entdeckt werden, erkannt werden, bekannt werden, geschätzt werden, gesucht werden, gefunden werden, sagte er. Das ist der Sinn seines Erschaffens. And he said, I was a hidden treasure, and I wanted to be found, I wanted to be seen, I wanted to be brought up and be made popular, I wanted to be honored and worshipped, and I was hidden and I wanted to be found. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist, dass er uns so weit bringt, dass er entdeckt wird von uns, dass er gesehen wird von uns, dass er gefunden wird von uns, dass er geschätzt wird von uns, dass er gelobt wird von uns, dass er gepriesen wird von uns, dass er geliebt wird von uns. That is his goal. He wants us to go and search for him, to find him, to bring him out into the light and to praise him, to appreciate him, and then eventually to love him. Und unser Ziel, Sinn unseres Daseins muss das sein, ihn zu finden, ihn zu hören, ihn zu sehen und ihn zu erleben. And this should be our goal, our purpose in life, to find, to hear, to say, to see, and to live with him. Wie sollen wir zu ihm finden, wenn da kein Vermittler ist? How should we find Wenn da him? keine Brücke ist? How should we find him if there is no transmitter, when there is no bridge to him? Das sind zwei unterschiedliche Welten. These are two different worlds. Die Welt des Schöpfers, die Welt der Geschöpfe. The world of the Creator and the world of creatures, of his creation.
Wie will man von der Welt der Geschöpfe in die Welt des Schöpfers gelangen? How do you want to get from the world of creatures, of the creation, to get to the world of the Creator? Wenn da nicht eine himmlische Brücke existiert. If there weren't a heavenly bridge connecting them both, Zwischen zwei Kontinenten, just like between two dass continents, die verbunden werden miteinander. that are being connected together. Wie willst du, ohne in den Abgrund gefallen zu sein, in die andere Welt schaffen? How do you think you can get to that other world without falling into the abyss? that Ohne is diese between them? Brücke, ohne diese Hand, die dich von dort auf diese andere Seite wirft, bist du verloren. Du bist gefallen. Without that bridge, without that hand that is taking you and is throwing you to the other side of the world, without falling into the abyss, you're lost. Und die Menschen sind alle betrunken, besoffen, benommen und verrückt geworden. Sie glauben an so etwas nicht. And the people are now drunk and have lost their way and don't believe in that anymore. Und die über sich sagen, wir sind die besten Starkgläubigen, die sagen, das Buch reicht uns, wir schaffen das durch das Buch. And in this world, those who are the strongest believers, they say, the book is enough for us. It will help us to get through. MashaAllah, du bist ein Genie. Du hast das Boot, aber wo ist der Kapitän? Mashallah, what a genius. Well, you've got the ship now, but where's the captain? Du hast keine Ahnung, wie man ein Schiff bedient. Du hast keinen Führerschein, du hast das beste Mercedes bekommen, Lamborghini bekommen, Audi und so weiter bekommen, was alles das Beste auf dem Markt sein mag. Du hast sogar den Schlüssel bekommen. Du hast kein Benzin und keinen Führerschein. Kannst du da reinsetzen dich und lange warten, dass es sich bewegt. Well, you've got the best ship. You've got like the Mercedes or Lamborghini or Audi or anything which is the best best on the market. But you've got no driver's license, and you may have even gotten the key to drive that thing, but without the driver's license, without knowing how to handle it, what good is it for? Just sitting in there and being bored. Du glaubst an das Schiff, aber nicht an einen Kapitän. Und du denkst, ohne Kapitän fährt der los. So you believe in the ship, but don't believe in the captain and think that the ship will just go on itself. Ich habe das Buch, sagen sie. Das heilige Buch. Das wird mich schon führen. They say, I've got the book, the holy book. It's gonna guide me anything where I need to go. Sag, was war zuerst da? Das Buch oder das Wort? So tell me now, what was there first, the book or the word? Das Wort, Sheikh. Dann sag, wie kam das Wort? Wie gelangt das Wort bis zu dir? Well, the word, of course, Sheikh. Well, then tell me now, how did that word get to you? Durch einen Gesandten. Das musst du zurückgeben. Das Buch, das Wort wurde zu Buch und kam in deine Hand. Aber zuerst war das Wort und ein Übermittler. Und der das Wort im Buch erklärt hat, damit du es verstehst.
that word came through a messenger, well, you have to admit that he was that there were prophets, messengers. Because the book that you're holding now in your hands with all the words in it, that someone must have brought it to you, a transmitter, and they not only would have given it to you, but they have to explain the word that is in there. So there has to be someone in between. Was ist es, was meiste Menschen hier daran hindert, Heilige oder Propheten zu akzeptieren? So what is the main reason for many people to accept prophets and messengers and saints? Ignoranz, Eitelkeit, Hochmut, Trotzigkeit, Sturheit, Dummheit. Das sind die besten Zustände, was der Mensch haben kann. So the reasons are vanity, stupidity, arrogance, ignorance, that is keeping them, like it's the best of the best that is keeping them from accepting that fact. Aber es ist niemals vom Verstand. But it is never from the mind. Sie sind neidisch und eifersüchtig, dass der andere anders ist als er oder als sie. Die Neid hindert sie. They are jealous and envy that someone is different than them. That is what's keeping them from. Kann ich nicht glauben, ich kann nicht akzeptieren, der sieht genauso aus wie ich und soll doch anders sein. I can't believe that that person looks just like me and he is different than me. Und sie sagten, oh Mohammed, du sagst, du erzählst uns viel. Du sagst, du würdest vom Himmel kommen, ein himmlischer Gesandter sein. Dabei haben wir gesehen, wie du in die Welt gekommen bist. Wie du aufgewachsen bist. Mit uns, unter uns. Wir wissen, wie wir essen tust, trinkst. Und du sollst anders sein. Du sollst eine ganz besondere Kräfte haben. And they told to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that you were sent from the Lord from up above when we actually know how you came into this world, and we saw you growing up, now we saw how you eat, how you drink, how you do everything in your life. Now you want us make believe that you are different than us. Du willst uns etwas erzählen, von dem wir nicht sehen können, aber du sehen kannst. And now you want to tell us something about something that you can see, but we can't. Du That's erzählst envy. uns etwas, was du hören kannst und wir nicht hören können. And you are telling us something that you can only hear, but we don't. Du als Analphabet, der nicht mal schreiben und lesen kann, willst uns erzählen, dass du mehr Wissen hast, als wir es haben. And you as an illiterate, you can't read and write, want to tell us something that we don't even know? Wir hätten dich akzeptiert, O Mohammed, wenn du uns von Engelwelt heruntergekommen wärst. Nicht einer von uns. Wenn du ein Engel wärst, hätten wir dich akzeptiert. Weil die sollen ja komische andere Wesen sein. And they said, well, oh Muhammad, we would have accepted you if you would have come from the world of angels, because then you wouldn't have been anybody from us, but you would have been some different creature. Wenn ein Vermittler des Wortes Gottes jemand, ein Geschöpf von Engelwelt gewesen wäre, weder der Engel hätte den Menschen verstanden, noch der Mensch den Engel. Die haben keinen Bezug zueinander. Das ist die Weisheit. If the transmitter
of the word were just an angel, then the angel and the human wouldn't understand each other. The angel wouldn't understand the human, and the human wouldn't understand the angel. There would have been no communication at all. Das ist die Wisdom behind. Das ist die Weisheit. And that's the wisdom behind that all. Ein Engel kann einen Menschen niemals verstehen, weil er keine menschlichen Gefühle hat. And an angel can never understand a human being because an angel doesn't have the emotions of a human being. Wie soll er einen Menschen verstehen, der ein Ego hat? Ein Engel hat kein Ego. Er ist immer dadurch gehorsam und er kann den Menschen nicht verstehen, die nicht gehorchen Gott. And an angel doesn't have an ego, and it's just pure mind and is always obedient, and that's why it can never understand why someone wouldn't follow the word. Jeder Engel würde verfluchen den Menschen hier und niemals eine Fürsprache mal halten hier für einen Menschen, der gesündigt hat. Weil alle Engel würden sagen hier, sie gehorchen nicht, ab in die Hölle mit ihnen. Oh Allah, wir sind gehorsam, die nicht. And every angel would curse the human being and would never advocate for them and would never talk on their behalf, because they would rather say, Allah, you should punish them. They are disobedient. They should burn in hell in the fire. Was war das Erste, was die Engel gesagt haben, als die hörten, Allah erschafft einen Menschen, der auf Erden leben soll und sich streiten und sich gegenseitig töten und ungehorsam sind gegenüber ihren Herrn? Was haben sie, als sie das sahen im verborgenen Tafel, was haben sie gesagt? What was it that the angels said, told to the Lord, once they saw on the hidden table what the human being is going to be created, that he's going to live on the word and that he's going to fight and argue and going to kill each other and do horrible things to each other and will be disobedient to the Lord? What was the first thing after they saw that they told to the Lord? Sie waren alle völlig entzündet, sagt man, außer sich, entsetzt. Fast hätten sie sogar Adab verloren, Anstand, und sie sagten, oh Allah, du willst ein Geschöpf erschaffen, der dir ungehorsam wird, der sein Ego folgen wird und sich gegenseitig töten werden. Warum? Wir sind doch da, der dir nonstop gehorcht und immer zu deinen Diensten sind. Reichen wir dir nicht? Wir haben den Menschencharakter nicht verstanden. And the angels were enraged at the thought, at the picture that they saw that the human being is going to be disobedient, that they told the Lord, they would have almost lost respect, adab towards the Lord, when they said, oh Lord, how can you create something that is going to hurt each other, argue with each other, and it's going to kill each other and going to be disobedient to you? Why aren't we enough? We are always listening. We are always obeying to whatever you said. Why would you ever create such a creature? Warum erzählen wir das? Warum nicht aus der Engelwelt ein Gesandter kam zu den Menschen? Die hätten Menschen niemals verstanden, weil sie am Anfang den Menschencharakter nicht verstanden haben. Was ist das für ein Wesen, haben sie gesagt. Mit solchen Wesen wollen wir nichts tun haben. Oh Allah, du solltest auch nicht haben. So why do we tell you this? Because the angels didn't understand what the human is, what his character traits is, what his skills are, what he's meant to be. They would have never understood, and they thought that the Lord didn't know. Es war eine Barmherzigkeit Gottes, dass nicht einen Engel gesandt hat als Gesandter zwischen ihm und uns. And it was an act of mercy by the Lord that He sent not an angel to tell us, to bring us the revelations of the Lord.
Weil kein Engel hätte für uns Fürsprache gehalten. Für unser Verhalten. Falsches Verhalten. Because no angel would ever advocate for us for our wrong behavior. Aber die Propheten, Gesandten und die Heiligen, sie sind genauso Menschen wie wir. Sie haben menschliche Gefühle mit einer Seite ihres Daseins. Und sie können uns verstehen. But the prophet, the saints, the messengers, they all understand us because one side of them understands, has mercy, understands what is happening because they're also human. Wenn ein Engel der Vermittler wäre zwischen Schöpfer, unserem Schöpfer und uns, kein Dua wäre akzeptiert. Es hätte keine Vergebung gegeben. And if an angel were to be the transmitter between the Lord, the Creator, and His creature, the human, no dua, no prayer would have been answered and would have been accepted. Weil jede Gebet und jede Bitte um Vergebung wird gewährt durch die Hand und Fürsprache der Gesandten zwischen Schöpfer und dem Geschöpf. And every dua, every prayer will be given, and everything will be forgiven because it's the hand that is between the Lord and the human. Und wenn ein Gläubiger die Hände öffnet und sagt, oh Allah, vergib mir, in diesem Moment gleichzeitig wie eine Reflexion im Spiegel öffnet sich eine andere, über deine Hand, eine andere Hand. Die Hand eines Heiligen, der für dich zuständig ist, ob du ihn kennst oder nicht, uninteressant. Und alles, was du bittest, geht über seine Hand. Deine Hand würde niemals so hinaus über diese Welt hinausreichen. And in that moment, when a believer is holding up his hands and asking, "Oh Lord, forgive me," immediately, like in a reflection as if in a mirror, another pair of hands, the pair of hands of the saint that is responsible, that it has to take care of that believer, no matter whether that person believes in him or not, and is also reaching out and is asking the same, to ask for forgiveness, because the hands of the believer himself, they would never go as far to go beyond that atmosphere. Stell dir vor, du stehst an der Küste eines endlosen Ozeans. Und hinter diesem endlosen Ozean ist ein Land deiner Träume. Imagine you are standing at the coast of an endless ocean, and at the very end of that ocean, at the horizon, there's the dreamland that you want to go to. Und du nimmst dir einen Stein in die Hand und wirfst. Oh, wie weit kannst du werfen? And then Du hast die Absicht, das andere Land zu treffen und da angekommen zu sein, bevor du aber dein Stein. Dieser Stein ist dein Gebet. Wie weit kommst du? And then you take a stone into your hand and you throw it to make it to that strand of land. And how far do you think it will go? How far do you think will it ever reach there before you, and you will be there before that stone is ever hitting that dreamland? And that stone, you have to imagine, is the dua, the prayer that you do. Wie weit kommst du mit deinem Dua? Was denkst du? Wie weit kommst du mit deinem Stein? 1 Meter, 2 Meter, upp, weg. Ich wollte dabei die andere Küste treffen. And how far do you think that stone, that prayer will ever get? 1 meter maybe? 2 meters? I've aimed for that far off coast of that dreamland of mine. Ich will, dass diese Bonbon bekommt. Aber
Mein Wurfkraft reicht nicht aus, dass er das bekommt von mir. Was mache ich? So, So. Von einer Hand in die andere, von einer Hand in die andere. Und so ist es geschafft. Ist so, das logisch? so for those watching, just rewind it back and having that sweet in the hand of the sheikh, and he wants to pass it on to a brother that is sitting here, but his ability, his power, his strength to throw it and to be that precise is not good enough. So how does he get that sweet into the hands of that brother? Oh, Where he's ihr placing it on through the hands. Gläubigen. Allah sagt, macht es einfach. Erklärt in Gleichnissen. Das ist ein Gleichnis. Kıssa derler. Kıssadan hisse alsınlar. Anlasınlar. And the Lord says, "Oh, you believers, make it yourself easy." And this is meant as a picture to make it, as a metaphor to make it easy to understand. Der Mensch ist schwer vom Verstand. Wie will er sonst verstehen? The human being has it very hard sometimes to understand anything. Und das in der Religion, jeder Gesandte, jede autorisierte Person muss das beherrschen. Das Wissen der Logik. And in religion, every messenger, every saint has to have that ability, or must have learned that ability of logic. Wir können unseren Verstand erreichen nur über Logik. And our mind and true knowledge can only be got by logic. Und der spirituell autorisierte Person muss alles beherrschen. Irdischer Verstand, himmlischer Verstand. Irdische Logik, himmlische Logik. Das ist eine Wissensstufe. And those with spiritual permission, they need to have that ability to have knowledge, earthly knowledge and divine spiritual knowledge. Earthly logic and divine logic. Wenn du das über irdische Schule versuchst zu bekommen, das Geheimnis und Wissen über die Logik, wirst du alles dein Leben verschwenden, alles dein Geld verschwenden und nichts bekommen. If you try to get that logic through a school that is only in the world, you will only have spent unnecessary money and never gotten any far. Nicht ohne Hilfe und Unterstützung des Himmels. And not without the help and support of the heavens. Wenn ich meine Hand aufmache, eine andere Hand über meine Hand ist, geht auf. Eine andere Hand über diese Hand geht auf. Wie einem Tag. Bis wohin, wo endet das? In der Hand Gottes. And when I open my hands, another pair of hands appears, and then another pair of hands appears, and it goes on and goes on and goes on, where to? Until the hands of the So, Lord. şurada. Çök. Şurada. Koy ellerini üzerine. So. So hört das aus. And as you can see in the picture, that's how it's going to end. One hand and the other hands Die meet. Hand in Hand Gottes. Und hier das Gebet des Dieners. The Und hands, hier ist die Hand der Gunst, der Vergebung. and the hands are like that they reach the Lord, and that the blessing and the good tidings are in there, and that will be given them. Möge Allah uns gutes Verständnis schenken. Amen. Das ist auch ein Geschenk. Mit eigener Kraft niemals zu erlangen. May Allah grant us good understanding, because that's also a blessing from Allah. Oh, ihr Gläubigen, sagt der Herr im Heiligen Koran,
Denkt ihr wirklich, ihr werdet mich erreichen ohne einen Vermittler? Wesile, das ist Ayat. Die Wahhabiten sollen nochmal lesen. Und wenn sie nicht verstanden, nochmal lesen. Und wenn sie wieder nicht verstanden haben, dann sollen sie sich in einen Kanal werfen. And the Lord says in the Holy Quran, and I've sent you messengers, wakirs, wasil. And it's written in the Quran. And those, the Wahhabites that say there is no messenger, no transmitter, they should read that ayat again and again and again. And if they still haven't understood it well, then there's just no meaning into it. They just should throw themselves into the channel. Da ist das Koran, das Buch. Nehmt und gibt das in die Hand des Kindes und sagt, lern. So take that book, the Holy Quran, out of the shelf and put it into the hands of the child and say, well, learn now. Weder kann er schreiben lernen, alleine, noch lesen lernen, alleine, noch verstehen lernen, alleine, noch deuten lernen, alleine. Da muss jemand da sein, zu erklären. Ein Experte. So to learn to write by himself, not possible. To learn to read by himself, not possible. To learn to understand by himself, not possible. To learn how to bring meaning to those words, all by himself, not possible. So he needs someone to explain. Möge Allah uns mit Aufrichtigen zusammen sein. May Allah grant us to be with the sincere. Möge er uns niemals ohne eine Führung sein lassen. And may He never leave us without any guidance. Und uns immer jemanden schicken, der uns führt von Dunkelheit ins Licht. And may He send us always someone to bring us from darkness to light. Niemand findet den Weg in eine endlose Wüste ohne eine Richtung und das noch in eine Dunkelheit. Niemand findet aus der Wüste raus. Möge Allah uns einen Karawanenführer schicken, der unsere Karawane unversehrt rausholt. Ja, beides. And nobody who's in the desert can get out of the desert without any directions, without anybody to come in the darkness, because without that we are all going to be lost. And may Allah send us someone, a caravan, to bring us out to rescue our caravan to be safe. Und das, was heute gesagt wurde, findet ihr in keinem Buch so erklärt. Das ist alles aus dem Koran. Hol mir diese hier raus, dieses Wissen aus dem Koran. Das ist versteckt. Jedes Wort ist ein Ozean. Und wir sind Fischer. Wir fischen da für euch die Fische raus und die Perlen. Amen. And that knowledge can never be found in any books. But it is written in the Holy Quran. You just take it and we bring out all that meaning, all that wisdom out there. We are just like the fishermen who bring out the fish and the pearls to give to you. Ich bin der Fischer und ich habe für euch gefischt. Das ist meine Theke, bedient euch. Ihr müsst nicht hier das Meer finden und dann Angel werfen und Fische holen. Ihr macht euch nicht die Mühe, wir machen das für euch. And I'm the fisherman and I've fished the fish for you. So I brought it to you on display and it's for you to choose what you want. So you don't need to go yourself to the oceans and to throw the line and to get the fish yourself. Just look here and take. Alles nach deinem Geschmack. Welche Art, Sorte von Fisch du haben möchtest, bedien dich, Hajemi. Anything that you like, anything that fits your taste, take the fish of your desire and it is yours. Geräuchert, gegrillt oder Sushi. Either smoked or barbecued, or if you like it, raw as sushi. Willst du Perlen haben? Dann komm zu meinem Juwelierladen. Das sind
Perlen, die ich für dich da rausgeholt habe. And Bedien dich. if you want to have a pearl, well then come to my shop as a jeweler and look in the display and pick the pearl you want to have. Und sage niemals, der Fisch stand immer da und ich brauche nicht hier einen Fischer. Sag niemals, die Perle da kann ich auch selber holen. Ich brauche keinen Taucher. And never say the fish was always there, I don't need a fisherman. And never say the pearl was always there, I don't need a diver to get it for me. Möge Allah uns die richtige Führung geben. Amen. O Allah, schick uns gute Führung. Amen. Schick uns Sultan. Amen. Schick uns dein Licht. Amen. Und lass uns auf dem rechten Weg bleiben Amen. und niemals unseren Weg verlieren. Amen. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Tek Sultan, Fatiha. Weißt du, warum ich dir den Namen Yusuf gegeben habe? Und ich habe es spontan gemacht. Weil dein Name Ali, das ist zu schwer für dich. Das kann nicht jeder tragen. Wer Ali heißt, der wird schwer haben im Leben, ein Gleichgewicht zu halten. Das ist ein starker Name. Da muss man stark sein. Eine starke Spiritualität haben. Nicht für jedermann dieser Name. Lass das hier Gerede, Gequatsche der Europäer, welchen Türken zu sehen, hey Ali sagen sie. Sind sie aber nicht. Nicht jeder ist ein Ali. Ali, wenn die heißen, wenn Mehdi a.s. gekommen ist, wenn die Welt in eine Sumpf gezogen wird und niemand kann diese Welt und Menschheit aus der Sumpf rausholen, dann kommt der Mehdi, der Retter. Sie glauben, es kommt immer ein Retter der Menschheit. Das ist leicht für Allah. Wenn du alle Banker zusammentust, die können nicht retten. Alle Finanzexperten, die können nicht, alle Diplomaten, die können nicht retten. Was sie selber hier versaut haben, können sie nicht rausholen aus der Mist da. Da muss ein großer Reiniger kommen.
er gekommen ist, aus jeder Ecke dieser Welt, jeder Richtung, werden auch 12.000 Lichtwesen kommen. Fern. Lichtwesen, das werden Menschen sein, wie wir, aber mit starkem Glauben. Und dieser starke Glaube wird leuchten aus ihren Augen, Körper. In diese Augen wirst du niemals schauen können. Wer reinschaut, wird verbrannt. Kannst du in die Sonne schauen? Nein. Machst du. Wenn du versuchst, wirst du blind werden. Was ist dein Augenlicht gegen Licht der Sonne? Dein Augenlicht wird erloschen werden. So werden sie kommen. Wie stark ihr Glaube ist im Herzen, so ein Licht wird aus ihren Augen kommen, wie ein Lichtstrahl der Sonne, und sie werden nur mit Blicken zur Richtung Allah schauen. Das ist ein Hadith über das Kommen von Mehdi a.s. und seine Helfer. Wo werden sie herkommen? Vielleicht hier, aus diesem Haus, vielleicht dort, aus diesem Haus. Das wirst du sein, das werde ich sein, vielleicht hoffen wir es. Wenn wir uns bemühen, unseren Glauben zu stärken, unser Vertrauen zu stärken. Das sind auch gewöhnliche Menschen gewesen, aber die gearbeitet haben an sich. Und alles, was Unsinn ist, verlassen haben. Und Allah wird ihnen das Licht ihrer Glauben geben. Also zum Bild erscheinen lassen, als Bild. 12.000 aus Makedonien, aus Bosnien, aus China, aus Russland, aus England, aus Serbien, aus Deutschland, überall her 12.000 Leiter des Himmels. Mit einem Lichtschwert, das ist alles keine erfundene Märchen, hat sein Fundament aus der Wahrheit. Im Paradies sind diese Schwerter, Lichtschwerter Gottes. Und darauf stehen alle Namen dieser Menschen, die auserwählt sind. Tag werden sie bekommen. Lichtschwerter. Lichtschwerter der Gerechtigkeit Gottes. Sie werden nur rausgehen und ihre Schwingung machen hier für Gerechtigkeit. Gegen die Tyrannen. Und sie werden alle Ali heißen. So. Dann, nur diese Leute können diesen Namen tragen. Sie werden alle Ali heißen. Wusstest du das, mein Bruder? Ja. Irgendwann in Eifer hat er mich Ali genannt hier. Da habe ich jeden zum Zeugnis gerufen. Hast du gehört? Hast du gehört? Hast du gehört? Ich benutze den Namen aber nicht, weil ich das nicht tragen kann. Deshalb war es ein Order hier. Und es kam auf meine Zunge. Yusuf. Und du bist in einen Brunnen gefallen, mein Bruder. Da bist du raus. Wie willst du da raus ohne eine Hand von da oben? Akzeptiere die Hand von da oben, damit er dich da rausholt. Und wenn du nicht Yusuf heißt, kommst du da nicht raus. Wenn du ein schönes Happy End haben möchtest in deiner Geschichte, du musst heißen Yusuf. Weil Allah sagt, schönste Geschichte im Koran ist die Geschichte von Yusuf. Stimmt? Und er macht dir die schönste Dua.
Estağfirullah. Rabbika ateyteni minel mulki ve allemteni min tevilil ahadis. Fatiras semavati vel ardı ente veli fid dünya vel ahira. Tevaffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Amin. Hürmetle bir Fatiha. So viel reicht. Ich habe dich in eine schnell Notfalloperation aufgenommen, weil ich morgen nicht hier bin. Deshalb, wie nennt man das? Notoperation. Notoperation. Dann werden wir schauen hier, ob du überlebst oder nicht. Ja, was? Darf ich um die Bedeutung der Dua fragen? Sheikh Google. Sheikh Google, wer ist Sheikh Google? Der gibt dir sofort die Antwort. Hey, Arab! Wieder erwischt. Rabbikat atayteni minel mulki. Allah hat mich von der Reichtum gegeben. Allah hat ihnen den Mulk und den Ilm und von dem Wissen. Schaut mal rein in Deutsch. Rabbikat atayteni. Wenn ich, Wo ist denn Kerimanu? Die Kinder. Auch am Schlafen. Er schläft auch. Astaghfirullah. Ich kann. Rabbikat atayteni minel mulki ve allemteni min tevilil ahadis. Oh Allah, du hast mir Gegeben. In Englisch, wenn du besser kannst. Königreich und auch the knowledge of İngilizce var mı? das Wissen Über zu interpret. Das Wissen der Deutung über Träume. To Tefsir. Tefsir. to make tafsir. Spanisch geht noch. Fatiha semavati vel ard. Aber Of the Himmel und Erde. Was heißt Fatras? Vater ist der Creator. Hä? Creator. Achso, Schöpfer. der Warte, das haben wir, warte mal, Schöpfer des der Himmels Schöpfer und von der Erde. Himmel und Erde. Und dann weiter. Ant aber nie für Dunya wal Akhirah. Du bist mein Lord in Dunya und Akhira. Ist mein Herr im Dies und im Jenseits. Weiß Make ich me nicht. to die as a Muslim and to be with the Salihin, with the good ones. Lass mich leben und sterben als Muslim und mit den aufrichtigen Awliyas sein. Das ist Dua von Yusuf a.s. Und das ist die schönste Geschichte im Koran. Erzählt Allah persönlich und das ist die Geschichte mit Happy End. Er ist als Kind in einen Brunnen hier geworfen, damit er getötet wird hier von seinen eigenen Brüdern. Dann aber Allah schickt dir und er sagt, oh Allah, du bist mein Retter und Helfer. Gleich kommt ein Karawane, der ist zufällig und die wollen Wasser holen, die sehen das Kind und holen raus. Dann verkaufen sie ihn in Ägypten hier an Pharao. Dann wird er da aufgewachsen und dann Allah schenkt ihm das Wissen über die Deutung der Träume. Dann wird er Wesir des Pharaos und dann der stirbt, er wird zum König und herrscht über 7 größten Schätze dieser Welt und über Ägypten. Und er wird zum Propheten und er hat Reichtum, Ruhm, Heiligkeit, Segen und er sagt, oh Allah, du hast mir alles geschenkt, lass mich als Muslim leben und sterben, als dein Diener und lass mich mit den Heiligen, immer mit guten Menschen, Aufrichtigen sein. Was für ein schöner Dua. Er ist dankbar, das ist Dankbarkeit, Erweisung. Für die schönste Geschichte eines Lebens auf Erden hat er die schönste Dua gemacht. Wenn ihr das hier morgens und abends hier rezitiert, reicht. Auch wenn du nicht König Ägypten wirst. Als Muslim wirst du sterben. Wer weiß, er hat Hoffnung. Also muss ich dich in einen Brunnen werfen. Joseph.
Hä? Und lern mal Arabisch, ja? Er sagt, was soll ich lernen? Ich kann hier Arabisch, ich kann Spanisch, ich kann Englisch, ich kann Deutsch, ich kann Französisch. Welche Sprache sollte ich noch lernen hier? Türkisch oder Japanisch? Lern erstmal Arabisch. Okay, gehen wir schlafen. Okay, ich dachte, wir haben das alles zusammengegeben.